Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, einem besonderen Video der Alpspitze über die Nordwand-Ferrata. Jetzt denkt ihr euch, hey, warum lädst du schon wieder so ein Video nach oben? Du hast doch bereits so eins veröffentlicht. Das hier ist was anderes. Es geht darum, dass ich die Tour einmal zeige, wie sie mit Bergführer ausschaut. Ich habe die ganze Gruppe begleitet und möchte euch Impressionen zeigen, wie das Ganze ausschauen könnte, wenn ihr vielleicht unsicher seid oder zum ersten Mal einen Klettersteig gehen wollt. Ich habe wirklich sehr viel Spaß an diesem Tag gehabt und habe für euch diese Eindrücke festgehalten. Schaut gerne mal bei den Bergführern auf dem YouTube-Kanal vorbei, packe ich euch unten in die Infobox, zusätzlich oben in der Infokarte. Und jetzt genug geredet, Film ab und viel Spaß! Das schaut aus wie meine Gäste, ha? Die Bergführer, Alpspitz Einsteigerkurs, seid ihr richtig? Ja. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Franz, grüß dich. Servus. Marissa, grüß dich. Philipp. Hallo, Tobi. Tobi, servus. Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Wetter ist perfekt heute. Wir werden ja ziemlich schnell hinauffahren jetzt dann gleich. Ausrüstung habe ich dann oben für euch beieinander, was man braucht. Hat schon eine Erfahrung mit Klettersteig oder so von euch? Keiner? Einmal einen Gang. Einmal einen Gang, das passt. Wir haben heute mit der Alpspitze einen Einsteiger-Klettersteig, also der ist komplett für Einsteiger geeignet, so Schwierigkeit A, B. Was so abgeht oben, das werde ich euch dann genau erklären, auch wie man die Ausrüstung benutzt. Und ich freue mich, dass wir heute einen guten Tag haben. Schauen wir mal auf. Jawohl. Auf geht's. Wenn es aufleuchtet, darf man damit durchgehen. Ganz wichtig, immer einschmieren in die Sonne. Das ist von den Bergen ganz aggressiv. Das ist die Alpspitze, unser Ziel. Und die Ferrata geht hier entlang, über diese Flanke hoch auf der rechten Seite, ganz um am Grat sind da ein paar Leute. Da haben wir das erste Stück Drahtseil hier, da brauchen wir noch kein Klettersteigset. Grundsätzlich zur Technik, ich habe mindestens immer eine Hand am Drahtseil. Mein Gewicht drücke ich wirklich mit den Beinen nach oben, mein Blick ist auch auf den Beinen. Eher kleinere Schritte machen und so schiebe ich mich wunderbar nach oben. So die erste kleine Klettersteigstelle. Kommt einfach gleich hinten noch. Okay, da haben wir jetzt einen wunderschönen Platz, wo wir unsere Ausrüstung jetzt einmal auspacken können und wo ich euch zeigen kann, wie man die auch anlegt. Ihr habt von mir bekommen einen Helm, einen Klettergurt und ein Klettersteigset. Das packen wir jetzt einmal aus, bitte. Da haben wir als erstes einmal einen Klettergurt. Das sind so ganz einfache Klettergurte, ohne viel Polsterung und so. Die sind universell auf alle Größen einstellbar. Absolut ausreichend und in Ordnung für den Klettersteig gehen. Zum Klettern würde man ein bisschen einen gepolsterteren nehmen, wie ich da zum Beispiel habe, den gelben da hinten. Den Klettergurt ziehe ich so an, dass ich hier die beiden Beinschlaufen habe. Die mache ich schön auf. Und dann schlupfe ich in den Klettergurt rein, wie in einer Hose. Die Schriftzahl Lever ist vorne und das hier ist die Anseilschlaufe. Die hält ca. 2 Tonnen. Das sollte für jeden von uns hier ausreichend sein. Dann habe ich einen Helm. Die Helme kann ich individuell einstellen. Hier durch Drehen da hinten kann ich den Helm auf meinen Kopfumfang einstellen und dann
einfach unterm Kinn schließen. Der Helm soll wirklich gemütlich und angenehm zu tragen sein, auch mit der entsprechenden Belüftung. An einem heißen Tag wie heute sind wir da froh drum. Als mit eins der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände haben wir hier das Klettersteigset. Ein modernes Klettersteigset besteht hier aus den Karabinern. Die Karabiner haben eine Verschlusssicherung, das heißt, der geht jetzt nicht auf. Um den zu öffnen, muss ich gleichzeitig das Schwarze und Blaue drücken, was ich hier habe. Das geht am einfachsten mit Ballen, darum nennt sich das auch Ballensicherung. Kann ich da wunderbar auf und zu machen. Wenn ich loslasse, ist das wieder gesichert. Die guten Karabiner haben hier eine sehr große Öffnung, dass ich da unten das auch schon bedienen kann, und so klemme ich mir nicht die Finger ein, wenn ich hier das Drahtseil einhänge. Ein bisschen einfachere Karabiner, die haben da eine kleinere Öffnung, und dann bin ich da oben und klemme mir immer die Finger ein mit dem Drahtseil. Dann habe ich hier die Verbindungsschnüre. Hochwertigere Klettersteigsets haben hier dann noch diesen Wirbel drinnen. Das verhindert, dass man diese Arme so querbeet umeinander laufen. Das nervt mich dann irgendwann einmal. Hier drin habe ich den Bandfalldämpfer. Ich mache den einmal auf, den müsst ihr nicht aufmachen. Da ist also ein Sicherheitslabel dran, da heißt, if label is broken, do not use. Also wir haben das nicht gebrochen. Das heißt, wenn man da reinstürzen würde, dann geht dieser Bandfalldämpfer diese Naht auf und die verlängert dann unseren Sturz und fängt ihn aber weich ab. Darum braucht man dieses Teil, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man noch Leute sieht, die mit einfachen Karabinern oder auch Bandschlingen unterwegs sind, die würden reißen. Und wenn sie nicht reißen würden beim Klettersteig bei einem Sturz, dann würde es der Körper diesen harten Sturz nicht aushalten. Darum ganz wichtig, diese Bandfalldämpfer. Und hier haben wir noch eine Schlinge, wo wir das Ganze verbinden miteinander. So, jetzt brauche ich ein Vorzeigepüppchen. Eine der Damen, bitte zu mir. Dann nehmen wir von dir gleich mal einen Gurt. Monika. Du nimmst den Gurt vor dich her und gehst einmal rein durch die Hüftgurt und die Beinschlaufen, ganz genau. Und dann ziehst du den deutlich über den Hüftknochen hoch. Darf ich da mal schauen, das ist dein Hüftknochen und hier über dem Hüftknochen soll der Gurt sein. Wenn wir das haben, ziehen wir als erster. Die Monika ist ein bisschen schlanker, so eine schlanke Monika. Ziehen wir den Hüftgurt als erster zu. Und dann die Beinschlaufen entsprechend. Dürft auf der anderen Seite selber machen. Die Beinschlaufen sind fest genug, wenn ich da locker mit der Hand noch einmal durchkomme. Dann passt das alles. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Gummi, der ist nur dazu da, die übrige Bandschlinge zu verstauen. Wenn ich das dann habe, fixiere ich mein Klettersteigset. Und zwar habe ich hier diese Anseilschlaufe, gehe hier meine Anseilschlaufe vom Gurt durch und dann kommt beides, erst beide Karabiner und dann der Bandfalldämpfer durch und somit habe ich das Ganze fixiert. Was ich hier noch habe, habe ich euch noch nicht erklärt. Das ist noch eine separate Schlinge. Wenn ich ganz schwere Klettersteige gehe und eine Ruheposition brauche, dann hänge ich hier den Karabiner ein und kann hier ganz kurz mich noch ausruhen. Das ist allerdings keine Sicherung, sondern die Sicherung erfolgt immer über die. Das ist nur für einen Ruhepunkt. Alpspitze ist leicht genug, da brauchen wir das heute nicht. Helm noch für dich, Monika. Und dann bist du eigentlich schon ready for take-off. Ich würde sagen, dass wir das jetzt alle einmal machen. Ich helfe euch, wenn ihr Probleme habt. Gut schaust aus. Ausgezeichnet. Also, wir haben zum Sichern diese Klettersteigsets, die Karabiner hängen wir ins Drahtseil. Wichtig dabei, unsere Hand ist immer unter den Karabinern. So können wir, wenn wir hochgehen, die Karabiner immer mitnehmen. Wenn wir bei der Verankerung ankommen, hängen wir erst den einen aus und oben drüber ein
und dann den nächsten wieder ein und schon geht es weiter. Somit sind wir immer gesichert, bis wir oben durch sind. Und manchmal ist das Gelände so einfach, dass man nicht unbedingt mit zwei umhängen muss. Da haben wir die Möglichkeit, bei den Karabinern einen zweiten unten einzuhängen und dann nur mit einem umzuhängen. Allerdings ist wichtig, wenn ich nur mit einem umhänge, bin ich jetzt nicht gesichert. Jetzt würde ich tödlich abstürzen. Das heißt, wenn ich das mache, muss ich mir sehr sicher sein, dass ich nicht abstürze. Ich habe eine Hand am Drahtseil und jetzt hänge ich um und gehe weiter. Könnt ihr auch mal probieren. Wenn ihr euch wohlfühlt, dürft ihr das auch bei leichten Passagen machen. Okay, Mann. Moni, damit du dich nicht ganz so plagst und ein bisschen mehr Sicherheit hast, nehme ich dich jetzt bei mir ans Seil. Das heißt, du musst selbstständig nicht mehr klinken. Ich nehme dich jetzt in die Sicherung mit meinem Kletterseil und dann brauchst du nur hinter mir nachgehen und wenn du stürzen solltest oder Probleme hast, hängst du sofort bei mir am Seil. Also du kannst jetzt ganz entspannt nachgehen und wenn es dir wieder gut geht und wenn du dich wieder sicher fühlst, dann darfst du wieder selber klinken. Bei den anderen ist ja alles in Ordnung, oder? Ihr könnt selber klinken noch. Wunderbar, dann machen wir das auch so. So, jetzt drehen wir dann rein in die Westseite. Sieht man Jubiläumsgrad schön jetzt.
Super, das sind jetzt die letzten Meter. Da oben geht ja das Gipfelkreuz, jetzt haben wir es dann gleich. Konzentriert bleiben. Nicht in die Sonne. Super, Franzi, gut gemacht, gut bestanden. Moni, toll gemacht, ausgezeichnet, gut gemacht. Philipp, sauber. Danke dir. Gut gemacht, Larissa, komm her. Jetzt haben wir ein bisschen einen unangenehmen Teil, das ist unser Abstieg. Der obere Teil, seht ihr schon, ist recht Geröll und so weiter. Wir bleiben eng zusammen wegen so Steinschlag. Dann sind wir da an dem Ostgrat, der geht ganz gut. Da kann es sein, dass wir uns noch mal kurz einhaken, bevor es nach links reingeht, der Nordwandsteig, der uns wieder zurück zur Bergstation von der Osterfelder Bahn führt. Passt alles, sind wir motiviert? Ja. Und da fahren wir, auf geht's. Du bist auch so ein Schreck. Ich habe es jetzt super gemacht, das war jetzt der unangenehmste Teil vom Abstieg. Also um der Schotter und auch das bisschen Kletterei. Wir queren jetzt rüber zum Nordwandsteig. Da haben wir nochmal Drahtseil drin und ein bisschen Steinschlaggefahr für die Kletterer von der Nordseite. Darum lassen wir den Helm nur auf, aber jetzt ist es nicht mehr weit und kein Stress mehr. Gut gemacht, Action! Die letzten Meter zum Tier. Konzentriert auf Tiers schauen bitte. Nicht in der Gegend rumschauen hier. Drive with you, looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. And you're taking me high. Okay, das wäre es gewesen, eure erste Klettersteigtour. Gratulation zur Alpspitze. Ihr habt euch super angestellt, konditionell war es ja auch richtig gut. Ich denke, in eurem Niveau wäre das nächste Ziel Zugspitze über Söllental. Gute Zeit, schönes Wochenende, macht es gut. Franzi, servus. Monika, gute Zeit. Larissa, auf Wiedersehen. Philipp, schön, dass ihr dabei wart. Pfiat euch. Ciao. Ciao.